Die Wahrheit war, dass ich mir nicht sicher war, ob ich dazugehörte. Ich zweifelte an mir selbst und ich fragte mich, ob ich gut genug war, um überhaupt dabei zu sein. Ob das, was sich in der Welt tat, auch wenn es in meinen Augen wichtig und sinnvoll war, einen Platz an diesem Tisch verdiente. Harry und Meghan flohen aus der Königsfamilie, um eine zweite Chance auf das Privatleben zu bekommen, das sie immer wollten. Aber trotz ihrer Flucht hat die Welt ihre Geschichte immer wieder erzählt und neu erzählt. Um die Geschichte richtig zu stellen, haben sie beschlossen, mit dem TV-Giganten Netflix eine Doku-Serie zu drehen. Sie fühlen sich sehr ungerecht behandelt. Aber sie können nicht um Privatsphäre bitten, nachdem sie eine Netflix-Serie gemacht haben. Sie haben in ein Wespennest gestochen. Man sieht sich diese Serie an und denkt, die Königsfamilie muss sich mehr kümmern. Sie sind da gut bei weggekommen. Oder man ist auf der Seite von Harry und Meghan und denkt, wow, die mussten viel durchmachen. Ich bin auf ihrer Seite. Ob sie wollten oder nicht, sie haben sich auf einen Krieg mit der Boulevardpresse eingelassen. Die Verbitterung gegenüber seinem Bruder, weil er immer diesen Schutz genossen hat, ist regelrecht greifbar. Aber die auf Prinz Williams Seite sind, würden natürlich sagen, sieh mal, Prinz William tut nur seine Pflicht. Was einst eine heilende Wunde zwischen dem Paar und der königlichen Familie war, ist nun zu einer großen Kluft geworden. Am 8. Dezember wurde die Dokumentarserie Harry und Meghan veröffentlicht. Ich glaube, da ist so viel Enttäuschung und Verzweiflung über den Palast, dass das Paar das Bedürfnis hat, immer wieder darüber zu sprechen, wie unglücklich sie in ihrem royalen Leben waren. Und gleichzeitig wollen sie der Welt erzählen, warum sie gegangen sind. Man sieht sich diese Serie an und denkt, die Königsfamilie muss sich mehr kümmern. Sie sind da gut bei weggekommen. Oder man ist auf der Seite von Harry und Meghan und denkt, wow, die mussten viel durchmachen. Ich bin auf ihrer Seite. Sie wird ein royaler Rockstar. Und dann Hat sich alles verändert. Es gibt eine Hierarchie in der Familie. Dinge sickern durch und es werden Geschichten erfunden. es gab einen Krieg gegen Meghan, um der Agenda anderer Leute gerecht zu werden. Es geht um Hass, es geht um Rasse. Es ist ein schmutziges Spiel. Der Schmerz und das Leid der Frauen, die in diese Institution einheiraten, diese Fressorgie. Mir ist klar geworden, dass sie dich niemals beschützen werden. Ich war entsetzt. Ich wollte nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Die Marke Sussex in Großbritannien und auch in Amerika wird in gewisser Weise durch diese Netflix-Serie unterstützt, weil sie die Sussexes wieder auf unsere Radarschirme, ja sogar auf unsere Fernsehbildschirme bringt. Es gibt also vielleicht die Befürchtung, dass aus den Augen aus dem Sinn bedeutet. Und durch die Zusammenarbeit mit Netflix bei einer Dokumentation wie dieser werden wir alle wieder über sie sprechen. Sie bleiben im Rampenlicht und ihre Marke Harry und Meghan bleibt lebendig. Es war der Versuch, ihre eigene Version der Geschichte zu zeigen. Vom Kennenlernen über die Zeit in der Königsfamilie bis zu ihrem Abschied. Die Serie ist anders als alles bisher Dagewesene und kommt nur dem Panorama-Interview mit Prinzessin Diana von 1995 nah. Jahrelang nur halb erzählte und über die Medien geflüsterte Geschichten wurden erweitert und erklärt. Den ersten Kontakt hatten sie über Instagram, verriet Harry. Meghan sprach über den Druck, der auf ihr lastete, als sie Prinz William und Prinzessin Kate zum ersten Mal traf. Meghan zeigte sogar ihren Knicks beim ersten Besuch bei Königin Elizabeth II. Meghan behauptet, dass ihre Garderobe während ihrer Zeit bei den Royals streng kontrolliert wurde. Sie durfte keine kräftigen Farben tragen, um nicht von der Königin abzulenken, und entschied sich daher für Beige-Töne, um sich anzupassen und nicht aufzufallen. Harry, der Herzog von Sussex, verkündet in der Doku, dass Royals nicht aus Liebe heiraten.
Stattdessen gäbe es einen unglaublichen Druck, jemanden zu heiraten, der ins Schema passe. Die Serie hat offenbar die ganze Welt in eine heftige Debatte verwickelt. Und scheinbar hat jeder etwas zu dem zu sagen, was das Paar zu sagen hatte. Als sie aufwuchsen, war die Beziehung von William und Harry unglaublich eng. Die beiden brauchten sich wirklich gegenseitig. Sie hatten ein unglückliches häusliches Umfeld. Zum Glück hatten sie Kindermädchen und so wurden sie von den Streitigkeiten zwischen ihren Eltern weitgehend ferngehalten. Aber trotzdem, Kinder bekommen viel mit. Sie sind sehr sensibel. Und es war auch ein Glück, dass sie auf ein Internat gingen, denn so waren sie weit weg von den vielen Gemeinheiten, die vor sich gingen. Sie haben sich aufeinander verlassen. Sie standen sich sehr nahe. Die beiden sind sehr unterschiedliche Charaktere, aber sie ergänzen sich sehr gut. Und sie haben sich immer gut verstanden. Sie ziehen sich gegenseitig gnadenlos auf, zumindest früher. Und als dann ihre Mutter starb, hat sie das, glaube ich, noch enger zusammengeschweißt, weil sie mit niemandem sonst teilen konnten, was sie erlebt hatten. Es war nicht wie der Tod eines normalen Elternteils, denn beim Tod eines normalen Elternteils trauert nicht die ganze Welt mit. Es war fast so, als würde ihre Trauer durch die Trauer von Fremden abgewertet werden. Ich glaube, das war eine sehr schwierige Zeit für sie. Und in den Jahren nach Dianas Tod gab es ein Band, das wohl enger war als das der meisten Geschwister. Ich vermute, dass dieses Band ein wenig zu zerbrechen begann, als Harry aus der Armee kam und begann, sein royales Amt wahrzunehmen. Ich glaube, dass der Raum für die beiden Brüder in ihrer karitativen Welt ziemlich klein war. Und ich schätze, Harry hat sich ein wenig über die Hierarchie geärgert. Da war sein Bruder, sein Kumpel, der aber manchmal etwas aus der Reihe tanzte, weil er das ranghöchste Mitglied der Familie war. Da wird es ein oder zwei kleine Probleme gegeben haben. Ich vermute, dass, als William Kate heiratete, ich meine, Harry verehrte Kate und Kate verehrte Harry, aber ich vermute, dass, wie in jeder Familie, wenn ein Geschwisterteil heiratet, sich der Fokus ein wenig auf die neue Frau oder den neuen Mann und dann auf die Kinder richtet, wo vorher der Fokus voll auf dem Geschwisterteil lag. Da gab es vielleicht eine leichte Verstimmung. Aber Harry hat sich sehr gut mit ihnen verstanden, bis zu dem Zeitpunkt, als er Meghan kennenlernte. Am 13. Januar 2020 fieberten die Beobachter mit, als Harry und Meghan zu einer Krisensitzung mit Ihrer Majestät der Königin, Prinz Charles und Prinz William eintrafen. Dies war der Moment, in dem es um Deal or No Deal ging. Die Zukunft der königlichen Familie hing vom Ausgang dieses Gesprächs ab. Nach mehreren angespannten Stunden verkündete der Buckingham-Palast schweren Herzens, dass man sich darauf geeinigt habe, dass Harry und Meghan ihre royalen Pflichten hinter sich lassen und dass sie eine unabhängige Zukunft anstreben. Das ist das eigentliche Problem für die Königin und Prinz Charles. Sie müssen einerseits als Großmutter und als Vater damit umgehen und andererseits als Beschützer einer alten Dynastie.
Und wir haben gesehen, dass sie als Beschützer der Dynastie, wenn es nötig ist, brutal vorgehen, wie sie es mit Prinz Andrew taten, als sie ihn aus den öffentlichen Ämtern entfernten. Es könnte sein, dass die Königin, Charles und William irgendwann finden, dass das, was Meghan und Harry tun, eine Bedrohung für die Institution der britischen Monarchie ist. Dann werden sie handeln. Das wird alles noch entschieden. Jeder, der in der Öffentlichkeit steht, muss geschützt werden. Premierminister werden noch lange nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt geschützt. Diese ganzen Fragen werden sicher in den nächsten Tagen geklärt. Während der gesamten Beziehung hat man immer wieder gesehen, wie Harry versucht hat, Meghan vor der Öffentlichkeit zu schützen. Man darf nicht vergessen, dass Meghan das Erbe von Prinzessin Diana antritt. Und Harry hat gesehen, wie seine Mutter von der Presse behandelt wurde. Ich glaube, ihm ist sehr bewusst, wie das passiert ist. Und er will sicherstellen, dass das bei Meghan nicht passiert. Die Entscheidung, aus dem Zentrum Londons nach Frogmore Cottage und nach Windsor zu ziehen, dient vor allem dem Schutz Meghans. Sie hatten gerade erst das Haus in Kensington renoviert. Es war gerade so hergerichtet, wie sie es wollten, als sie ankündigten, nach Windsor umzuziehen. Sie hoffen damit für sich und ihr Kind einen gewissen Anschein von Normalität zu wahren. Auch wenn man sich die Geburt des Babys anschaut. Während Kate Middleton nur wenige Stunden nach der Entbindung geschminkt und in voller Montur aufmarschierte, sagte Meghan von Anfang an, das werde ich nicht tun. Sie gaben nicht einmal bekannt, dass sie in den Wehen lag, bis das Baby geboren war. Rund um die Geburt, auch in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft, wurde Meghan nicht gesehen. Während dieser gesamten Zeit war Meghan, zusammen mit Harry, entschlossen, bestimmte Dinge privat zu halten, um ihre Familie zu schützen. Sie folgen nicht dem royalen Drehbuch. Sie weichen konsequent von dem ab, was bisher gemacht wurde. Manche Leute finden das bewundernswert, andere nicht. Aber letztendlich machen Meghan und Harry die Dinge auf ihre eigene Art. Die Reaktion in der Öffentlichkeit war geteilt. Während die einen dem Paar nur Glück und Erfolg wünschen, empfinden andere Unmut darüber, dass sie Krone und Land im Stich lassen. Die Medien berichten über den Kulturkampf in diesem Land zwischen der älteren Generation, die über Harrys und Meghans Entscheidung empört ist, und der jüngeren Generation, die sie größtenteils unterstützt. Ich finde den Plan von Harry und Meghan wirklich problematisch. Kritiker würden sagen, dass sie auf 2 Hochzeiten tanzen wollen. An einem Tag heißt es, sie vertreten die Königin auf einer Auslandsreise. Und an einem anderen Tag verdienen sie, sagen wir in Nordamerika, mit der Werbung für ein bestimmtes Produkt viel Geld. Das Risiko ist, dass diese beiden Dinge nicht miteinander vereinbar sind, dass ihr Streben nach Geld die Marke Windsor und das Haus Windsor befleckt. Es besteht kein Zweifel, dass die Reaktion innerhalb des Palastes ebenso gespalten war. Es ist traurig für das Team im Buckingham-Palast. Sie sind hervorragend und waren sehr loyal. Ich glaube, man hat gedacht, dass einige von ihnen weiter beschäftigt werden, um hier den Betrieb aufrechtzuerhalten. Aber sie haben alle Verbindungen abgebrochen. Das ist ein deutliches Signal, dass sie jetzt in Amerika und Kanada auf eigene Faust unterwegs sind. Das nun freie Paar kündigte eine neue Zukunft in finanzieller Unabhängigkeit an und zog sich von der Königsfamilie zurück. Sie betonten aber, Ihre Majestät die Königin weiter unterstützen zu wollen und erzählten von ihren Plänen, ihre Zeit zwischen Nordamerika und dem Königreich aufzuteilen. Es fühlte sich an wie ihre Abschiedstournee durch das Vereinigte Königreich. 5 Auftritte in 5 Tagen, offizielle Verpflichtungen, Anlässe, die ihnen am Herzen liegen und Zeit, sich bei ihren Freunden zu bedanken. Aber das Ereignis, an dem sie hier in der Westminster Abbey teilnehmen, ist das Wichtigste seit ihrer Rückkehr aus Kanada. Denn wenn sie zum Commonwealth Day Gottesdienst kommen, werden wir sie zum ersten Mal zusammen mit anderen Familienmitgliedern sehen, seit sie angekündigt haben, dass sie sich als Senior Royals zurückziehen. Jeder wird auf ihre Körpersprache achten.
Seit sie geheiratet haben, waren sie jedes Jahr beim Gottesdienst dabei. Für beide ist es eine große Leidenschaft, dem Commonwealth die Hand zu reichen. Ihre Anwesenheit in diesem Jahr wird sie daran erinnern, dass sie, was auch immer passiert ist, immer noch eine Familie sind. Dieses Ereignis ist der Königin sehr wichtig. Als sie sich verlobten, spürte man, wie entschlossen dieses Paar war, gemeinsam viel zu erreichen. Wenige Tage später hatten sie ihren ersten Auftritt. Aber die Aufmerksamkeit war zu groß und das Leben im Palast zu erdrückend, sodass die Königin keine andere Wahl hatte, als sie zum Ende des Monats zurücktreten zu lassen. In etwa 2 Jahren haben sie jeden Aspekt des royalen Lebens erfüllt. Heute erfüllen sie die wohl letzte offizielle Aufgabe. Am Ende steht ihr gemeinsames Leben an erster Stelle. Und so schnell wie die Romanze im Juli 2016 begonnen hatte, waren sie nach weniger als 3 Jahren auch schon wieder weg. Die Monarchie ist in einer Phase des Aufruhrs und der Krise, denn das hat natürlich die Büchse der Pandora geöffnet. Da sind so viele offene Fragen. Die Zukunft der Monarchie, eine schlankere Monarchie, von der immer wieder die Rede ist. Wie wird das alles aussehen, wenn Meghan und Harry zurücktreten? Viele von euch haben mir heute gesagt, dass sie hinter mir stehen. Nun, ich will euch sagen, dass ich auch hinter euch stehe. Auf ihrer neuen Website haben der Herzog und die Herzogin ein Manifest veröffentlicht, wie sie in Zukunft mit den Medien umgehen wollen. Ein Teil davon war ein Angriff auf die britischen Medien und Königshauskorrespondenten, die das Monopol auf die Berichterstattung haben. Sie werfen ihnen vor, aus ihrem sehr öffentlichen Leben privaten Profit zu schlagen. Sie sprechen speziell über den Pressepool des Palastes, dessen Berichte über royale Ereignisse in der ganzen Welt verbreitet werden. Sie behaupten, sich von den Medien verfolgt zu fühlen. Aber in Wirklichkeit ist nichts dergleichen passiert. Das ist ja klar, dass Sie das sagen. Nein, das Pressepool-System funktioniert. Das gibt es schon seit den 50er Jahren. Man darf nicht vergessen, dass es sich um eine nicht gewählte Institution handelt, die auf die Medien, die Öffentlichkeit und die öffentliche Unterstützung angewiesen ist. Sie haben die Kontrolle. Sie geben die Bilder frei. Sie wählen aus, wer zu Ihnen kommt und mit Ihnen spricht. Das ist eine Beziehung, die in Hollywood und mit Promis funktioniert. Aber funktioniert sie auch mit einem hochrangigen aktiven Mitglied der britischen Königsfamilie? Als ersten Schritt in die Unabhängigkeit gründete das Paar Archewell Incorporated, eine gemeinnützige Stiftung. Anschließend riefen sie Archewell Productions ins Leben und unterzeichneten mehrere große Medienverträge mit Netflix und Spotify für eine Reihe von Dokumentarfilmen und Podcast-Produktionen im Wert von angeblich rund 18 Millionen Pfund. Meghan wurde sehr schnell schwanger. Sie waren noch nicht so lange verheiratet. Allen Berichten und Gerüchten zufolge hatten sie gerade erst angefangen, es zu versuchen, und sie wurde schwanger. Nun war Meghan nicht mehr extrem jung. In Bezug auf eine Schwangerschaft ist 36 ein hohes Alter. Ich glaube, sie wollten nicht mehr warten. Sie wussten, dass sie eine Familie wollten. Und sie wussten nicht, wie lange es dauern würde. Aber es ging sehr schnell. Und ich glaube, sowohl Meghan als auch Harry waren überrascht, wie schnell es ging. Aber es ist umso mehr ein Segen. Meghan hat immer eine Hand auf dem Bauch. Auf jedem einzelnen Bild von ihr während der Schwangerschaft fasst sie ihren Bauch an. Manchmal sogar eine Hand oben und eine unter dem Bauch. Das machen viele Prominente auf roten Teppichen. Meghan Markle ist eine Berühmtheit, eine Schauspielerin. Sie kennt sich mit Blickwinkeln aus. Sie weiß, was ein gutes Bild ausmacht, wie etwas visuell gut rüberkommt. Sie ist klug und hat in ihrer Rolle eine sehr kluge Strategie angewandt. Es ist ja nichts falsch daran, das Wissen, das man in einem Bereich erworben hat, in einem anderen Bereich anzuwenden. Meghan Markle war eine der stilvollsten schwangeren Frauen, die wir je gesehen haben. Sie hat keine Umstandskleidung getragen. Sie nahm Designerkleidung, die ihren Bauch gut zur Geltung bringt. Meghan hatte eine sehr lange, schlanke und schöne Figur und sie konnte die ganze Zeit über Designerkleidung tragen. Sie sah während der gesamten Schwangerschaft umwerfend aus. Der einzige sichtbare Unterschied, abgesehen vom Bauch, war, dass ihr Gesicht vielleicht ein bisschen runder war. Die rosigen Wangen ließen sie noch jünger aussehen. Die Schwangerschaft stand ihr sehr gut. Und ich wäre überrascht, wenn dies das einzige Baby bleibt, das die beiden haben werden. Meghans Schwangerschaft wurde während ihrer ersten royalen Reise bekannt gegeben.
Und dann gab's Ärger, weil das so kurz nach der Hochzeit von Prinzessin Eugenie war. Viele Leute fanden, sie hätten der armen Eugenie die Show gestohlen, die 1 oder 2 Tage zuvor geheiratet hatte. Das war lächerlich, denn Meghan hat das Recht, ihre Schwangerschaft jederzeit bekannt zu geben. Und wahrscheinlich haben sie mit der Bekanntgabe bis nach Eugenies Hochzeit gewartet, weil sie ihr nicht die Show stehlen wollten. Aber Meghan war auf einer royalen Rundreise und musste wahrscheinlich schon wegen morgendlicher Übelkeit Termine absagen. Oder aus Angst, in der Menge geschubst oder angerempelt zu werden. Sie musste sich erklären und sie hatte das Recht, zu Hause zu bleiben, wenn sie an einem Morgen müde war, als sie noch in den ersten Zügen der Schwangerschaft steckte. Ich glaube, Meghan und Harry hatten das Gefühl, dass sie es irgendwie bekannt geben mussten, weil sie auf dieser Tour waren und es vielleicht Bilder von ihrem Bauch geben könnte, was nur eine Welle von Spekulationen auslösen würde. Bei Meghan sah man die Schwangerschaft recht schnell. Sie hatte schon sehr früh ein Bäuchlein. Ich glaube also, dass es für die beiden notwendig war, die Schwangerschaft so früh bekannt zu geben. Prinz Harry, möchten Sie uns etwas mitteilen? Ja, ich freue mich sehr zu verkünden, dass Meghan und ich heute früh einen Jungen bekommen haben. Einen sehr gesunden Jungen. Mutter und Baby geht es unglaublich gut. Es war die erstaunlichste Erfahrung, die ich mir je vorstellen konnte. Es ist unbegreiflich, wie eine Frau so etwas schaffen kann. Aber wir sind beide überglücklich und sehr dankbar für all die Liebe und Unterstützung von allen da draußen. Es war einfach unglaublich. Und deshalb wollten wir das mit allen teilen. Ich bin so unglaublich stolz auf meine Frau. Und wie jeder Vater und jedes Elternteil sagen würde, dein Baby ist wirklich süß. Aber unser kleines Ding ist einfach zum Sterben schön. Ich bin einfach überglücklich. Megans Babyparty war eher eine Party für einen Prominenten als für einen Royal. Ich weiß nicht mal, ob Kate Middleton eine hatte. Aber wenn ja, dann wahrscheinlich bei jemandem zu Hause mit einer Tasse Tee und ein bisschen Fingerfood. Das war keine große, übertriebene, mit Prominenten gefüllte Veranstaltung. Meghan machte ihre Babyparty als Prominente. Sie wurde von Prominenten ausgerichtet. Serena Williams. Sie wurde von Prominenten besucht und sah aus wie etwas, zu dem Prominente gehen. Meghan wurde zu Unrecht kritisiert. Denn wie viele Frauen sind wirklich in die Planung ihrer eigenen Babyparty involviert? Die Antwort ist 0. Meghan hatte wahrscheinlich nichts damit zu tun, wusste nichts davon, außer dass sie an diesem Tag in New York auftauchen sollte. Und Amal Clooney sagte, komm, ich nehme dich in meinem Jet mit. Die übertriebene Extravaganz der Party hat mehr mit Megans Freunden zu tun, als mit Meghan selbst. Eine Sache, die sehr süß war, dass Meghan keines der Geschenke aufmachte. Sie wollte warten und sie gemeinsam mit Harry öffnen. Sie nahm alle Geschenke mit nach Hause. Das ist wirklich neu. Normalerweise ist es einer der Höhepunkte einer Babyparty, der Mutter beim Auspacken zuzusehen. Sie brach also mit dieser Tradition. Aber sie wollte nicht, dass Harry etwas verpasst. Vor der Geburt sagten Harry und Meghan, dass sie das Geschlecht nicht wissen wollen. Also mussten sie erstmal Mädchen- und Jungennamen suchen. Wäre es ein Mädchen geworden, wäre Diana ein bevorzugter Name gewesen. Entweder der erste Name oder in der Mitte eines längeren Namens. Der Grund ist, dass Harry und William ihre Mutter immer in ihre Beziehungen integriert haben. Und sie waren sicher traurig, dass sie nicht dabei war, als sie heirateten. Sie war nicht da, um ihre Enkelkinder zu sehen. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass Diana in der Zukunft ein Mädchenname für dieses Paar sein wird. Was die jungen Namen betrifft, da waren viele im Gespräch. Alle mit der königlichen Tradition verbunden, aber nicht typisch traditionell. Zum Beispiel Alexander, ein durchaus akzeptabler königlicher Name, der aber nicht so häufig verwendet wird. Und dann noch Arthur. Das waren 2 der Namen, die anfangs bevorzugt wurden. Am 7. März um 20 Uhr strahlte CBS das bahnbrechende Interview mit der Fernsehlegende Oprah Winfrey aus. Das 2-stündige Interview hat ein unglaubliches Echo ausgelöst, dessen Ausmaß noch immer nicht ganz verstanden wird. Es war ein Interview, vor dem sich einige im Buckingham-Palast wohl gefürchtet haben. Aber das Gespräch zwischen Prinz Harry, Meghan Markle und Oprah war aufschlussreicher, explosiver und potenziell schädlicher für die Königsfamilie, als sich viele hätten vorstellen können.
Harry und Meghan verließen als arbeitende Mitglieder des Königshauses das Land, gingen nach Kanada und dann nach Amerika und gaben dann Oprah Winfrey dieses niederschmetternde Interview, in dem Meghan sagte, dass Kate sie kurz vor ihrer Hochzeit zum Weinen gebracht habe, wegen der Anprobe für die Brautjungfern. Wobei es schon lange vorher ein Gerücht gab, dass Meghan Kate zum Weinen gebracht habe. Diese Geschichte wollte sie korrigieren und klarstellen, dass Kate sie zum Weinen gebracht habe. Rassismus innerhalb der Familie, Selbstmordgedanken während der Schwangerschaft. Diese Enthüllungen tauchten in allen Zeitungen des Vereinigten Königreichs auf. Während ihres 2-stündigen TV-Spezials sprachen sowohl Harry als auch Meghan sehr offen und brachten Anschuldigungen und Vorwürfe vor, die selbst das bahnbrechende Interview von Prinzessin Diana mehr als 2 Jahrzehnte zuvor in den Schatten stellte. Prinz Harrys Verhältnis zu den Medien hat sich seit dem Tod seiner Mutter immer weiter verschlechtert. Er ist zutiefst davon überzeugt, dass die Medien zum vorzeitigen Tod seiner Mutter beigetragen haben. Seit ihrem Tod hat er versucht, einen Umgang zu finden. Und dieser Umgang sah so aus, dass er das große Interesse an ihm dazu nutzen könnte, den Fokus auf Themen zu lenken, die ihm am Herzen liegen. Meghan, können Sie uns sagen, wie es ist, Mutter zu werden und uns ein wenig über Baby Sussex zu erzählen, wie wir ihn nennen? Es ist magisch. Es ist ziemlich erstaunlich. Ich meine, ich habe die 2 besten Jungs der Welt, also bin ich wirklich glücklich. Erzählen Sie uns ein bisschen von Ihrem Sohn. Wie ist er so? Schläft er gut? Ja, er hat den süßesten Charakter. Er ist wirklich ruhig und... Ich weiß nicht, von wem er das hat. Ja, er ist einfach ein Traum. Es waren ein paar besondere Tage. Nach wem sieht er aus? Sieht er jemandem ähnlich? Das haben wir noch nicht herausgefunden. Alle sagen, dass sich Babys in 2 Wochen sehr verändern. Wir beobachten im Grunde nur, wie sich die Veränderung vollzieht. Aber sein Aussehen verändert sich jeden Tag. Das stimmt. Also wer weiß. Und wie ist das Elternsein? Ist das ein besonderer Moment? Ja, es ist großartig. Ich meine, Eltern zu sein ist unglaublich. Es ist erst 2,5, 3 Tage her. Aber wir sind einfach so begeistert, dass wir unseren eigenen kleinen Wonneproppen haben und in der Lage sind, ein paar kostbare Stunden mit ihm zu verbringen, während er langsam größer wird. Und ich habe gehört, dass Sie gleich zu 2 besonderen Menschen gehen? Ja. Zur Königin und dem Herzog? Ja, und wir sind gerade dem Herzog begegnet, als wir hierher gegangen sind. Das war schön. Es wird ein schöner Moment sein, das Baby noch mehr Familienmitgliedern vorzustellen. Und meine Mutter ist auch bei uns. Also, los geht's. Vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr. Danke für Ihre Zeit. Und ich danke Ihnen allen für all die guten Wünsche und die Freundlichkeit. Das bedeutet uns wirklich sehr viel. Hinter den hohen Mauern von Schloss Windsor waren weniger als 25 Gäste eingeladen, der jüngsten königlichen Taufe beizuwohnen. Die Eingeladenen wurden diskret in die winzige Privatkapelle geführt. Draußen jedoch drängten sich die Menschen auf den Straßen. Diejenigen, die hofften, einen Blick auf die Taufe werfen zu können, wurden jedoch enttäuscht. Wir zahlen für die königliche Familie, einschließlich Meghan und Harry. Und ich finde, dass sie uns ein wenig geben könnten. Eine Kleinigkeit. Ich finde, es sollte öffentlich sein. Das war es schon immer. Warum sollte man das ändern? Es ist ihre Entscheidung und ihre Familie. Er ist ja nicht der direkte Thronfolger. Und diese Beobachterin sagt, dass sich die Öffentlichkeit an den Wunsch des Paares nach Privatsphäre gewöhnen muss. Nun, Harry hat offenbar beschlossen, dass er seinem kleinen Jungen ein privates Leben gönnen möchte. Er sieht, dass er weit weg ist vom Thron und möchte mehr Privatsphäre genießen. Aber das könnte ein Problem sein. Denn egal, was man tut, er wächst in einem königlichen Goldfischglas auf. Er hat 2 der berühmtesten Eltern der Welt. Die heutige Taufe ist ein royales Ereignis ganz anderer Art. Wegen des Wunsches des Herzogs und der Herzogin von Sussex, ihren Sohn Archie außerhalb des Rampenlichts aufzuziehen. Und sie sind ein Paar, das entschlossen ist, die Dinge auf ihre eigene Art zu machen. Laut Harry hat die königliche Familie ihn um das erste Quartal 2020 herum finanziell völlig abgeschnitten, als sie beschlossen, unabhängig zu werden.
Das habe dazu geführt, dass er sich Sorgen um seine Sicherheit und die Sicherheit seiner Familie machte. Er sagte, dass er jetzt von dem Erbe seiner Mutter lebe. Die komplizierteste aller Fragen, die durch den Rücktritt des Paares aufgeworfen werden, ist die Frage nach ihrem Schutz. Vor allem nach der Form und wer ihn gewähren und bezahlen wird. Prinz Charles ist bereit, das Paar und seinen Sohn weiterhin aus seinem eigenen Einkommen zu finanzieren. Aber nach dem Rücktritt können Harry und Meghan nun arbeiten. Es gibt noch viele Details zu klären. Aber Harry und Meghan werden bald in ein neues Leben und eine andere Art von Royalität eintreten. Es war ein schreckliches Interview, das der Monarchie und Großbritannien insgesamt sehr geschadet hat. Denn Meghan sprach davon, dass das Land rassistisch sei. Und es hat Harrys Beziehung zu seinem Vater und zu William sehr geschadet. Harry beschuldigte seinen Vater auch, ihm finanziell den Geldhahn zuzudrehen, was, wie wir jetzt wissen, nicht der Wahrheit entsprach. Wir wissen jetzt, dass mehrere Dinge, die in diesem Interview gesagt wurden, nicht stimmen. Meghan behauptete, dass sie von bestimmten nicht genannten Mitgliedern der Königsfamilie rassistisch behandelt wurde, dass sie über Archies Hautfarbe ausfragten. Beide behaupteten, dass jemand aus der Familie eine rassistische Bemerkung über die Hautfarbe des Babys gemacht habe. Und Harry sprach davon, dass William in einem Lebensstil gefangen sei, in dem er selbst auch gefangen gewesen war. Und er habe es nicht erkannt, dass er gefangen war, bis Meghan es ihm klar gemacht habe. Meghan hat über die Herausforderungen gesprochen, die es mit sich bringt, wenn man halb schwarz gemischt ist. Sie sagte, ich war nicht schwarz genug für die schwarzen Rollen und nicht weiß genug für die weißen Rollen. Und ihre Reise bestand zum Teil darin, die Stärke und Würde und Leidenschaft für diese Rolle zu finden und eine schöne, starke, halb schwarze Frau zu sein. Meghan ist dabei, die Leute umzuerziehen. Noch nie gab es ein ethnisch gemischtes königliches Baby. Das ist eine unglaubliche Sache. Ich war dabei, als Meghan und Harry geheiratet haben. Ich war in Windsor und ich erinnere mich, dass dort viele schwarze Frauen mit ihren kleinen Töchtern waren, die diesen besonderen Tag feierten. Die Leute können sich gar nicht vorstellen, was für eine große Sache das ist, dass es eine halb schwarze Prinzessin gibt. Denn so etwas gab es bisher noch nicht. Und ich glaube, dass Meghan allein dadurch, dass sie so ist, wie sie ist, die Menschen inspiriert, junge Mädchen und Frauen inspiriert. Und das ist eine schöne Sache. Die Königsfamilie kann nicht überleben, wenn sie sich nicht weiterentwickelt und die Welt als Ganzes widerspiegelt. Und das tut sie sicher nicht, wenn sie ganz weiß ist. Meghan repräsentiert das also allein aufgrund der Tatsache, dass sie erfolgreich, schön, klug, talentiert und halb schwarz ist. Das ist großartig für die Königsfamilie und für alle anderen. Bei Oprah stellte das Paar klar, dass es nicht die Königin oder Prinz Philipp waren, die diese Bemerkungen machten. Wie auch immer, der Palast veröffentlichte eine Erklärung, in der er sich zu dem angeblichen Rassismus äußerte. Darin hieß es, die Erinnerungen können variieren, aber die Angelegenheit wird unter 4 Augen besprochen. Die große königliche Hochzeit, die 40 Millionen Pfund gekostet hat, stellte sich als eine Inszenierung heraus. Das Paar sagt, es habe bereits 3 Tage vor dem großen Ereignis den Bund fürs Leben geschlossen, in einer geheimen Zeremonie im Garten. Am beunruhigendsten waren vielleicht Meghans Behauptungen, dass sie aufgrund der intensiven Beobachtung durch die Boulevardpresse und der Isolation im Palast Selbstmordgedanken hatte. Ein royales Paar zu werden, heiße, viele persönliche Annehmlichkeiten und Unabhängigkeit aufzugeben. Meghan sagte auch, es sei herablassend, dass der Palast sich weigerte, falsche Aussagen über sie zu korrigieren. Es gab Gerüchte, dass Meghan einige der Mitarbeiter schikanierte. Ihre Arbeitsweise war nicht so, wie sie es gewohnt waren. Ob es nun daran lag, dass sie Amerikanerin war oder daran, dass sie ein Filmstar war, der die Leute anders behandelte. Es war nicht das, was in der Vergangenheit in diesem königlichen Haushalt passiert war. Und ich glaube, William wurde sehr wütend, als er hörte, dass einige Mitarbeiter den Tränen nahe waren oder ihr Arbeitsleben nicht genossen. Und er konfrontierte Harry damit und erzählte ihm, was vor sich ging. Und Harry, glaube ich, hat Meghan beschützt. Ich glaube, hier liegt der Keim für die ganze Sache, für das Zerbrechen dieses Bandes, das so eng gewesen war.
Dann verließen Harry und Meghan als arbeitende Mitglieder der Familie das Land, gingen nach Kanada und dann nach Amerika und gaben dann Oprah Winfrey dieses niederschmetternde Interview, in dem Meghan sagte, dass Kate sie kurz vor ihrer Hochzeit zum Weinen gebracht habe, wegen der Anprobe für die Brautjungfern. Wobei es schon lange vorher ein Gerücht gab, dass Meghan Kate zum Weinen gebracht habe. Diese Geschichte wollte sie korrigieren und klarstellen, dass Kate sie zum Weinen gebracht habe. Beide behaupteten, dass jemand aus der Familie eine rassistische Bemerkung über die Hautfarbe des Babys gemacht habe. Und Harry sprach davon, dass William in einem Lebensstil gefangen sei, in dem er selbst auch gefangen gewesen war. Und er habe nicht erkannt, dass er gefangen war, bis Meghan es ihm klargemacht habe. Es war ein schreckliches Interview, das der Monarchie und Großbritannien insgesamt sehr geschadet hat. Denn Meghan sprach davon, dass das Land rassistisch sei. Und es hat Harrys Beziehung zu seinem Vater und zu William sehr geschadet. Das nächste wichtige Ereignis im Leben der Sussexes war die Geburt ihres zweiten Kindes Lilibet im Juni 2021. Mein Mann und ich freuen uns sehr, dass wir bald eine Tochter bekommen werden. Diese Freude teilen wir mit Millionen anderen Familien auf der Welt. Wenn wir an sie denken, denken wir an all die jungen Frauen und Mädchen, die in die Lage versetzt werden müssen, uns in die Zukunft zu führen. Ihre künftige Führungsrolle hängt von den Entscheidungen ab, die wir treffen und von den Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, um sie und uns alle für eine erfolgreiche, gerechte und mitfühlende Zukunft zu rüsten. Nur wenige Tage nach der Geburt ihrer Tochter veröffentlichte Meghan ihr Kinderbuch The Bench, inspiriert von einem Vatertagsgedicht, das sie für Harry geschrieben hatte. Das Buch wurde ein Bestseller der New York Times. Das Paar hat sich auch auf vielfältige Weise aktiv engagiert. An ihrem 40. Geburtstag drehte Meghan ein Video mit der US-Schauspielerin Melissa McCarthy, um eine Kampagne ins Leben zu rufen, die das Bewusstsein für die Frauen weltweit schärfen soll, die aufgrund von Covid ihren Job verloren haben. Als Vorsitzende der Vax Life-Kampagne sind mein Mann und ich davon überzeugt, dass es bei unserer Genesung um die Gesundheit, die Sicherheit und den Erfolg aller Menschen geht. Doch Frauen sind unverhältnismäßig stark von dieser Pandemie betroffen. Mit dem Anstieg der geschlechtsspezifischen Gewalt und neuen Hindernissen, die so viele Fortschritte für Frauen am Arbeitsplatz zunichte gemacht haben, stehen wir an einem Wendepunkt der Gleichstellung. Frauen, vor allem farbige Frauen, mussten mit ansehen, wie eine Generation wirtschaftlicher Fortschritte zunichte gemacht wurde. Fast 5,5 Millionen Frauen in den USA haben ihre Arbeit verloren. Weltweit werden voraussichtlich 47 Millionen Frauen in extreme Armut abrutschen. Wenn wir aber zusammenarbeiten, um alle Länder und Kontinente mit Impfstoffen zu versorgen und darauf bestehen, dass die Mittel gerecht verteilt und zu fairen Preisen angeboten werden, dann können wir mit dem vollständigen Wiederaufbau beginnen. Nicht nur, um wieder dorthin zu gelangen, wo wir vorher waren, sondern um noch weiter zu gehen und die Bedingungen, die Möglichkeiten und die Mobilität für Frauen überall zu verbessern. Bei all der Kritik, die Harry und Meghan über sich ergehen lassen müssen, vergisst man leicht, dass das Paar seine Plattform nutzt, um über die Arbeit im öffentlichen Dienst andere zu erreichen. Von der Gründung ihrer Archwell Foundation 2020 bis hin zu den kleinen Spenden, die das Paar leistet, arbeiten Harry und Meghan weiter daran, einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen und eine bessere Zukunft für ihre Kinder zu schaffen. Meghan Markle ist nicht jemand, der nur ein hübsches Designerkleid und ein Glas Champagner will. Sie ist wirklich engagiert und interessiert sich für Politik und die Geschichten darum. Sie bekam sogar Ärger, als sie in Irland jemanden traf, der im Parlament saß und ihm gratulierte, weil ein Gesetz abgeschmettert worden war, das Abtreibungen verboten hätte. Sie fand das großartig. Und dann bekam sie Ärger, weil der irische Politiker twitterte: Ich hatte ein tolles Gespräch mit Meghan und sie hat uns zur Ablehnung dieser Initiative gratuliert. Und alle sagten, du kannst doch keine Partei ergreifen, Meghan. Ich glaube, eine der schwierigsten Dinge bei dieser ganzen Erfahrung für Meghan ist die königliche Tradition, keine politischen Neigungen zu zeigen oder Meinungen zu haben. Das ist etwas, mit dem Meghan Markle immer zu kämpfen hatte und auch weiterhin zu kämpfen haben wird.
2 Jahre nach dem Rücktritt von Prinz Harry und Meghan Markle kehrte das Paar aus einem besonderen Grund nach Großbritannien zurück. Sie statteten der Königin einen unauffälligen Besuch ab, bevor sie an den Invictus Games 2022 in den Niederlanden teilnahmen. Der geheime Besuch fand fast ein Jahr nach der Beerdigung von Prinz Philipp statt, der letzten Gelegenheit, zu der Harry mit der erweiterten königlichen Familie zusammenkam. Am 8. September 2022, während Meghan und Harry sich in London auf die Teilnahme an einer Wohltätigkeitsveranstaltung vorbereiteten, starb Königin Elizabeth II. Auf Schloss Balmoral in Schottland. Der Buckingham Palast hat den Tod von Elisabeth II. Bekannt gegeben, der am längsten regierenden Monarchin der britischen Geschichte. Die Königin ist heute Nachmittag in Balmoral friedlich eingeschlafen. Der König und die Königsgemahlin bleiben heute Abend in Balmoral und werden morgen nach London zurückkehren. Am 10. September 2022 waren der neue Prinz und die neue Prinzessin von Wales, William und Catherine, zusammen mit dem Herzog und der Herzogin von Sussex in Windsor, um sich die Ehrungen für die Königin anzusehen und sich mit der Menge zu unterhalten. Die Reaktionen waren gemischt. Es war das erste Mal seit März 2020, dass die beiden Paare zusammen gesehen wurden. Als bekannt gegeben wurde, dass die Königin gestorben war, gab es eine außergewöhnliche Welle der Trauer im Land. Denn die meisten Briten hatten noch nie einen anderen Monarchen erlebt. Es war sozusagen das Ende einer Ära. Es war nicht nur ihr Tod, es war das Ende einer Ära. Es war das Ende des elisabethanischen Zeitalters, wie wir es kennen. Und das war alles so dramatisch und so schön inszeniert, dass es noch ergreifender war. Die Soldaten, die wunderbare Musik, die Leute, die für die Königin gearbeitet haben, die hinter ihrem Sarg hergingen, das war alles sehr, sehr bewegend. Und die Menge, das wissen wir, weinte. Oder sie jubelte. Oder sie war einfach still. Ganz still. Man konnte eine Stecknadel fallen hören. Ich erinnere mich an den Tag von Dianas Tod und an den Tag ihrer Beerdigung. Da konnte man tatsächlich nur die Vögel hören. Man konnte nichts anderes hören. Kein Geräusch von der Menge. Das war wirklich ergreifend. Anschließend nahm das Paar an der Beerdigung der verstorbenen Königin teil, mit Harry hinter dem Sarg an der Seite seiner Familie. In ihrem Leben sahen wir die beständige Liebe zur Tradition, zusammen mit der furchtlosen Umarmung des Fortschritts, die uns als Nationen groß macht. Die Zuneigung, die Bewunderung und der Respekt, die sie hervorrief, wurden zum Markenzeichen ihrer Herrschaft. Das war mehr als nur ein Versprechen. Es war eine tiefe persönliche Verpflichtung, die ihr ganzes Leben bestimmte. Sie brachte Opfer für die Pflicht. Ihr Engagement und ihre Hingabe als Herrscherin waren ungebrochen, in Zeiten des Wandels und des Fortschritts, in Zeiten der Freude und des Feierns, aber auch in Zeiten der Trauer und des Verlusts. Es scheint, als ob Harry und Meghan trotz ihres Versuchs, den Medien zu entkommen und ein neues Leben in Los Angeles zu beginnen, von diesem Sturm eingeholt wurden. Wieder einmal sind sie auf allen Titelseiten und in aller Munde.
Ihr Versuch, sich zurückzuziehen, ging nach hinten los. Aber ihr Versuch, ihre eigene Geschichte zu erzählen, scheint beide Seiten nur noch mehr bestärkt zu haben. Die Versöhnung, die sich zwischen Harry und seiner Familie abzuzeichnen begann, scheint nun unmöglich. Der Riss, der die königliche Familie und die ehemaligen Royals trennte, ist nun zu einer großen Kluft geworden.